Guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei RoboCop Rogue City. Es geht jetzt hier weiter mit der Mission Cyber-Spur und ja, wir müssen jetzt Dr. Blanche einmal hier treffen. Und ja, in dieser Folge möchte ich auf jeden Fall auch wieder ein paar Nebenquests machen. Ja. Eine sehen wir ja zum Beispiel schon mal hier. Ja, da müssen wir hier einen Mord untersuchen und dann haben wir hier auch noch, ja, so Sammelquests. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein in das Gebäude. Und auf jeden Fall steht hier auch bald die Bürgermeisterwahl bevor. Hier sind auch überall schon Plakate und so weiter, hier wird alles vorbereitet. Und ja, schauen wir mal, wie das Ganze da dann auch ausgehen wird. Ich habe auch gerade eben schon gemerkt, auf dem Weg hierher, dass einige Leute auch RoboCop jetzt schon ansprechen und sagen, ja, er sollte sich nicht mit in die Polizei einmischen und ich glaube, ja, vielleicht hat er da recht. Oder eher gesagt, vielleicht haben die Leute da recht, ja. Das Problem ist nur, ja, wer ist der bessere Bürgermeister? Also das OCP ist auf jeden Fall ein Problem. Ja, so viel steht fest. Aber ich muss auch sagen, den hier, der jetzt aktuell der Bürgermeister ist, ja, den mag ich auch nicht. Also, schwierige Sache. Aber nun gut. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und machen erstmal die Quest. Aber mal sehen auf jeden Fall, wohin das Ganze hier führt mit dieser Bürgermeisterwahl. Und hallo, wer bist du denn? Back already, Grumpy? With all those colorful flags and balloons, any other cat would be in seventh heaven. Maybe you're more like me. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real RoboCop? Listen, if your mature lady won't be able to satisfy you, I'm sure I'll find someone younger that would be happy to help. Gut, dann gehen wir mal hoch. Aber das muss ich einfach nochmal sagen. Also die Katze hier schon wieder. Also, meine Güte, wie niedlich die aussieht. Ach, die ist so niedlich. Ach, ich will die gerne kraulen. Ich will die kraulen. Aber ich glaube, die hätte Angst, wenn RoboCop sie streicheln wollen würde. Denke ich zumindest. So, hier haben wir erstmal ein Sammelobjekt jetzt gefunden. Sehr schön. Gucken wir uns mal die ganzen Etagen hier schön gründlich an. Ich höre schon wieder eine Katze. Ich merke schon, das ist ein komplettes Katzenhaus hier. Da sind ganz schön viele Katzen unterwegs. Sowieso, im ganzen Spiel eigentlich, sieht man immer wieder Katzen. Ja? Egal, ob man in der Stadt ist oder in Häusern. Immer sitzt eine kleine Katze irgendwo. Das fällt mir nämlich ganz stark auf. Gut, ich muss noch eine Etage höher, so wie es aussieht. Ich renne erstmal hier eine ganz kleine Runde. Vielleicht liegt ja hier hinten nochmal irgendwo etwas. Jawohl, hab recht. Sehr schön. Noch mehr Beweise haben wir jetzt hier gefunden. Da drüben geht es rein für meine Quest. Dann drehe ich jetzt hier nochmal eine kleine Runde entlang. Und dann haben wir uns hier eigentlich alles angeschaut in dem Haus. Sehr schön. Dann mal rein hier. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it.
You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I'm glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me. But the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. I have the coordinates. Hello, Dr. Blanche. I got a special delivery for you. But I haven't ordered anything. I only need your signature. Can you please open the door? Target acquired! Caution! She's not alone. RoboCop is guarding the target. Oh, das war so klar, dass da jemand Böses vor der Tür steht. Los, wir müssen sie beschützen. Damage sustained! Oh God, were they here to kill me? We need to move. Lewis, there was an attempt on Dr. Blanche's life. Is she okay? Yes, but she will need an escort. Roger that. I'm on my way. Oh, da kommt gleich bestimmt noch mehr. Wir müssen sie auf jeden Fall schützen. So, ich habe eine Gitarre hier für jemanden von euch. Na, wer will die haben? Du? Bam.
to move. Why do they want to kill me? Is this really about the research? I will figure that out. Enemy sighted! Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. We need to look for another way. I will make a way. I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Gut. Das hier einmal durchbrechen. Schnell, wir wissen weiter. Folgen Sie mir. Follow me. Sehr gut. Immer schön hinter mir bleiben. We're moving forward. That's good. Concentrate on the positive, Olivia. We need to move. This heat is just too much. We must keep going. I lost my hand! Sehr gut. Follow me. Wir können hier entlang. Folgen Sie mir. Oh my god, it's you! I'm so glad to see you! The sprinklers aren't working! Contact! Nimm das. Deckung. Weiter geht's. Wir müssen auf jeden Fall den Keller auch noch gut untersuchen hier. Nach Sammelobjekten. Jawohl, hier gibt's was. Ich nehme das schnell mit. Sehr gut. Hier hinten, glaube ich, ist noch einer, oder? Nein, ich dachte gerade von hier aus kam ein Schuss her. Aber hier liegt noch etwas. So, das kommt mit. Ventil öffnen, na los. The fire's dying out. I hear someone's footsteps upstairs. I will make a way. Verstärkung. And damage sustained! Aber die Verstärkung von den Söldnern ist auch gleich weg. Hier drüben habe ich noch einen gesehen. Follow me. Oh wow. I've seen messes before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. You will keep her safe. Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that.
Signalverfolgung. Um die genaue Position eines Ziels zu bestimmen, verwende die Signalstärke-Anzeige in der oberen linken Ecke deines HUD. Okay. Ah, ich sehe schon, was hier gemeint ist. Gut, aber wir wollten ja eh auch mal noch hier die Nebenziele machen. Ich weiß nicht, wollen wir uns denen gleich erstmal widmen? Mal sehen, wie wir es machen. Ich gehe erstmal hier eine kleine Runde. Weil wir müssen auf jeden Fall auch noch solche Aktivitäten hier finden. Solche Verstöße. 2 Verstöße muss es hier irgendwo geben. Mal sehen, wo wir die haben. Ich schaue mich mal hier hinten ein bisschen um beim Park. Und wer weiß, vielleicht ist ja hier auch sogar das Signal. Sieht nämlich alles gerade ganz so aus. Ja, als ob hier sogar auch unser Hauptziel jetzt irgendwo ist. Okay, Murphy. So where are you headed now? I am following the signal from the doctor's computer. That's handy. You're gonna keep me posted if you find anything, won't you? Affirmative. Murphy, out. I hate when you do that. Loose out. Gut, es führt alles hier rüber. Das Gebäude hier muss es eigentlich sein. Halt der Wagen hier vielleicht, oder? Nee. Das Signal wird wieder schwächer. Das Haus. Nein, es sinkt wieder. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Ah, okay, hier im Container wurde wohl was entsorgt. Schauen wir mal rein. Any joy? I need to see what is underneath. Then you'll have to wait. There'll be a truck to move it in an hour or 2. It's not like you can move the whole thing anyway. You're not a finicking train, are you? I am much more than that. Shit! You're like a freaking bulldozer. Is that what you were looking for? A manhole cover? I need to get underground. Well, not through there, you ain't. If the sewers are what you're after, then you should use the entrance behind the mark. Just under the overpass. Thank you, citizen. Danke für die Hilfe. Gut, dann denke ich aber, dass wir jetzt wirklich erstmal das Nebenziel hier machen. Die Nebenquest. Dafür müssen wir hier hinten etwas untersuchen. Und die andere Frage ist hier noch, ja, wo sind hier 2 Verstöße? Weil ich würde eigentlich meinen, wir sind jetzt so gut wie hier durch die ganze Stadt einmal eine Runde gelaufen. Aber leider nichts gefunden. Nirgendwo ist hier etwas Auffälliges. Oder vielleicht hier drüben? Your arguments against voting are baseless. As residents of this city, you have an obligation. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Mit denen kann ich nicht sprechen. Hätte sein können, dass ich da irgendwie was zu denen sagen muss oder so. Und dann... I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Okay. Der Kuzak will uns ausschalten. Wie bitte? Wenn der die Wahl gewinnt. Okay. Interessant. Der Typ spielt uns also wohl nur was vor. Interessante Sache, die wir da jetzt gerade erfahren haben. Jeder hat halt eine andere Ansicht. Der hier zum Beispiel sagt, wenn der Mills gewinnt, ja, musst du den Laden schließen. Wir hören uns mal hier noch ein paar Meinungen hier an. Von manchen Leuten hier so. 116, 117,
118. Huh? The most important thing is to find balance. Harmony. Sure, you can work your ass off every day, but... You want to sit on your ass while you're on the job? Fine. Schwierig. Also, wenn ich jetzt hier so manche Sachen noch höre von den unterschiedlichen Leuten, wird es immer schwieriger für mich, irgendwie, wenn ich dann bald mal eine Wahl treffen muss, ja, auf welcher Seite ich stehe bei der Bürgermeisterwahl. Ja, wenn ich das so sehe, eigentlich ist keiner von beiden gut. Ich dachte mir eigentlich, dieser eine Typ, ja, den Mills nicht, sondern der andere, der Kozak, aber wenn ich jetzt diese manche Sachen noch über den höre, wird meine Meinung zu dem auch immer schlechter. Ja, ich meine, ich mochte ihn schon so nicht. Ja. Ich wollte ihn halt eher nur nehmen, weil der Miles, der ist ja ein bisschen zusammen mit diesem anderen, dem Becker und so. Oder dem OCTP oder wie die heißen. Also am besten wäre es eigentlich, wenn ich mich für niemanden dann entscheiden würde, denke ich. Wenn es soweit kommt, dass ich mich für eine Person entscheiden muss als Bürgermeister. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. I assume a failure of the Magnavolt system. I will look into it. If it wasn't for that, we'd have probably found the car on bricks and him in just his box. Magnavolt is deactivated. It is now safe to investigate the car. Great. But if you could take a look inside, just in case. Gladly. So, jetzt gucken wir mal hier rein. There is an earring on the front seat. Could be helpful if we find out who... The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. Was he calling his own office during the murder? Certainly worth checking. Na, was hat er hier noch? Vielleicht hier oben? Ne, hier oben ist nichts. Aber hier ist was noch. Um seinen The Hals. victim was strangled. The rope was tied with a sailor's knot. Not everyone can tie something like that. The phone, the earring, and a sailor's knot. That's something to go on. And the place itself is interesting. Less than 100 yards from the victim's office. I wonder why he stopped here. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current. He probably tried to steal something from the car. But it's hard to get anything out of him. His hand is fried, but he says he doesn't want an ambulance. Says he can't afford it. Why would OCP get involved in this case? Not following politics, huh? The guy was Mills' campaign manager. OCP will do anything to get Mills elected. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have brought the whole station down here. Why did you not join the strike? I owe Reed a favor. And you're too close to retirement to risk it. But there's nothing keeping you here, Officer O'Neill, apart from making my life less bearable. Well, somebody's gotta watch your clumsy ass. I will let you know if I find anything in that office. We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Gut, dann gehen wir mal hier rein in sein Büro. Na, kann ich mit dir reden? Nein.
Er schläft noch ein bisschen gemütlich. Vielleicht kann ich ihn erwecken. The long-awaited execution of the war criminal Ernesto de la Diego ended in failure when his military supporters Schade. Hätte ja sein können, dass der aufwacht, wenn ich hier das anmache, das Radio. Und ich höre da oben jemanden. Vielleicht ist das die Person, die ihn erwischt hat. Die ihn ausgeschaltet hat, den Mann im Auto. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. What? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Follow me. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. Moment, ich will mir mal ganz kurz was anschauen. Hat die Frau einen Ohrring? Nein, die hat an beiden Seiten keinen. Weil wir hatten ja einen Ohrring in dem Auto gefunden, deswegen hätte ich mir gut vorstellen können, dass die Person, die wir suchen, eine Frau ist und vielleicht nur einen Ohrring an einer Seite noch hat, weil die den anderen dann halt verloren hat. Na gut, jetzt durchsuchen wir hier erstmal alles und scannen. I regularly clean my workspace. I don't like to be distracted by anything. Was haben wir hier? No new messages. The phone on Mr. Page's desk is connected to his answering machine. It's the only one in this office. Maybe he did not get a chance to record his message. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. Was haben wir denn jetzt hier? Mr. Page's computer. I don't have access to it. Wir brauchen noch mehr Hinweise. Die können aber hier überall sein. Ich gucke erstmal weiter auf dem Schreibtisch. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Ich weiß nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, hier hinten ist vielleicht irgendwo ein geheimer Weg oder so. Ach nein, hier ist der letzte Hinweis schon. Okay, sieh an. Weil ich hätte mir gut vorstellen können, dass vielleicht hier irgendwo, wenn ich das ja alles von hier aus so scanne, ja, entdecke. Und dann hier beispielsweise sowas anzeigt wie, ja, hier kann ich eine geheime Tür öffnen oder sowas. Weil diese Ecke hier sieht irgendwie so mysteriös aus. Fehlt ja zum Beispiel auch ein Bild und so weiter. Aber nur gut, scannen wir jetzt erstmal hier das letzte Teil. So, einmal hier ranzoomen. Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Wir haben alle Hinweise. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said,
Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. Interessant. What'd you find out? We have a suspect. Sie hat ja gerade gesagt, das würde dem Team von dem Bürgermeister I am on my way to question gelegen kommen, wenn der hier weg ist. her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Mal gucken, wie es jetzt hier weitergeht mit der Nebenquest. Wir gehen mal hier weiter. Zu unserem nächsten Anhaltepunkt dann jetzt. Der ist dort hinten. Gut. Flitzen wir hier einmal durch. Und wir können uns dann bald auch wieder mal ein paar Upgrades kaufen. Hey, was sehe ich denn dort hinten? Da hinten zeigt so einen kleinen Kreis an. Warum ist der dort hinten? Ach, da steht mein Wagen. Ah, okay. Ich dachte gerade irgendwie, das wäre eine Nebenaktivität nochmal, aber nein. Gut, gehen wir mal hier in das Haus rein. Mal sehen, ob wir dann jetzt hier weiterkommen. Ich hoffe, dass wir dann die Person hier gleich haben, die für diesen Mord verantwortlich ist. Jetzt können wir erstmal den Container hier looten. Sehr schön. Hier gibt es auch noch mal was. Sehr schön. Hier liegt noch mehr Kram. Jawohl, das ist doch alles sehr schön hier. Jetzt gucke ich mal direkt mal noch was nach. Okay, weiter geht's. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Kuzak's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh, too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? Evidence suggests that you had a relationship with him. Evidence fabricated by OCP? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. Schauen wir mal uns ihre Wohnung I was an. wondered if there was a man hiding under that shiny arm. I have a second glass if you want to loosen up. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met. He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. Den zweiten hast du also verloren. Ja. Der zweite Ohrring liegt in dem Auto. Alles deutet so ein bisschen auf sie hin. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed.
Interessantes Zimmer hat sie hier. Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? I have various hobbies. Sailing is one of the more innocent ones. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Being restrained is exciting only for those who are truly free. According to Mr. Page's schedule, you met often, too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Ja, also du hast auf jeden Fall ein schönes Zimmer da hinten. Ich würde da schon gerne mal mit dir reingehen wollen. Officer Neal, come in. Is the victim's assistant still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. Los, wir müssen zurück zu dem Büro. Vielleicht war es doch die andere Frau, ja. Die Assistentin von dem Simon. Kann ja sein, dass es vielleicht so war. Die liebt vielleicht den Simon, aber die hat gemerkt, der Simon hat was mit der, bei der wir eben waren, mit der Gloria, so hieß die ja, eine Affäre oder so, ja. Und dadurch war die eifersüchtig oder sauer und so. Und deswegen hat die den dann umgelegt. Vielleicht ist es sowas. Mal sehen. Wir werden bestimmt jetzt hier gleich am Ende schon der Nebenquest sein. Da wird sich das Ganze jetzt hier gleich auf jeden Fall aufdecken. Gehen wir mal wieder rein hier. Der Typ schläft immer noch. Der lässt sich von nichts stören offenbar. Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Once again, let's just check every corner. She couldn't just disappear. How do we know that the missing lady is the one who did this? She had a motive. She threatened to reveal Page's affair to get a promotion. He fired her instead. Ah, okay, wegen der Beförderung und so. Okay, damit hängt das also zusammen. Mit dem Mordfall hier. Gut, und hier drin in dem Raum muss irgendwas sein. Weil wenn ich hier rausgehe, dann zeigt mir den Raum hier drüben wieder an. Wenn ich hier alles scanne, sehe ich hier eigentlich nichts. Vielleicht habe ich hier doch recht, dass hier irgendwie ein geheimer Weg wo dahinter ist. Ich will mal in der Ansicht hier schauen.
Wir schauen uns jetzt einfach mal hier im ganzen Haus um. Aber eigentlich müsste man meinen, dass die Markierung dort drüben stimmt. Aber ich finde halt gerade dort drüben eigentlich nichts. Oder habe ich hier was übersehen? Ja, ich habe was übersehen. Okay, dann öffnet sich jetzt bestimmt ein geheimer Weg hier. Secret button hidden in the desk. This is getting more interesting. As long as it's not red, I think we can push it. Oh, ich hatte recht. Dass hier auf der Seite ein geheimer Weg ist. Du dachte ich ja dort bei dem Bild. Aber nein, hier bei dem Regal. Disappearance solved. Now all we have to do is open that door. It looks like she used a computer. Sesame. Maybe we can find something sure. there. Keep reminding me of the delicious Just delete already. burger buns we haven't eaten yet. Jetzt haben wir sie. Agatha Crane, you are under arrest for the murder of Simon Page. It was just removing an obstacle. You have the right to remain silent. I had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. What else would you want from a political strategist? You have the right to an attorney. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. There are no bullets in that gun. The clip is out. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope they throw away the key. Because of your cold-blooded murder, I'll have to reheat my burgers. Gut, das hier kommt noch mit uns mit. Und wieder eine Nebenquest wäre hiermit jetzt geschafft. Sehr schön. Ich glaube sogar, wir haben bisher jede Nebenquest hier gemacht im Spiel. Wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ja, das Einzige, was wir manchmal nicht geschafft haben, sind halt so diese Aktivitäten mit den Verstößen. Ja. Aber ansonsten die Quests sind eigentlich alle immer von uns gemacht worden. Bisher im Spiel. Ich glaube, das merkt man auch daran, dass wir soweit schon geskillt sind. Gut, jetzt müssen wir als nächstes in die Kanalisation rein. Da machen wir jetzt mal noch hin. Aber ich denke, so lang machen wir auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr, weil wir sind jetzt schon wieder bei einer Dreiviertelstunde hier angekommen. Deswegen, ja, ich denke, wir gucken mal noch kurz in die Kanalisation rein, aber ja, so lang wird die Folge auch nicht mehr gehen. Mal sehen. Ich würde ganz gerne schon aber noch hier die Cyber-Spur-Quest abschließen wollen in der Folge. Deswegen jetzt erstmal hier hinten rein. So, wo ist hier der Eingang? Dort drüben, alles klar. Komm, Murphy, kannst du nicht hier irgendwie dich hochquetschen? Nein, geht nicht. Gut, da muss ich ganz kurz außen rum gehen. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm. Another respectable citizen on their way to the sewers. Is there a party going on down there? Lewis, tracker coordinates lead me to the sewers. I am entering now. I can't hear you very well. It must be a bad signal. I've taken Dr. Blanche to the safe house. Lewis, you are breaking up. Watch your step. This might get dangerous. Make sure to contact me if back up. Stay safe. Hey, was haben wir denn hier? Hier wird ein Arbeiter ausgeschaltet. Hier ist noch einer. Die das waren, sind bestimmt auch noch hier.
Da hinten, die Söldner. Die sind wieder hier. Enemy contact! Engaging the enemy! Confirmed hit! Los, nachladen. As you were Sehr gut. Sturmgewehr erstmal auswählen jetzt hier. Komm schon, dich will ich einmal scannen. Hier ist noch ein bisschen kleiner Kram, ja. Das kommt mal mit. Und jetzt hier hoch. Wow, da kam eine Granate. Komm in meine Hand. So, jetzt können wir dort hinten erstmal weiter. Weil das Schleusentor bekommen wir nämlich jetzt auf. Oh, hi! Die haben uns erwartet. Hand damage sustained! Los, rein da. Oh, hi. Hey, die haben hier ein kleines Versteck, so wie es aussieht, eingerichtet. Mit PCs und allem drum und dran. Weil sie stimmt, ich brauche irgendwelche Daten. Ja, sofern wir hier nicht alles hochjagen. Mal anschauen das Ganze hier. Kann ich hier was scannen? Ja. Can't seem to get hold of him. Lewis, can you read me? Loud and clear. Are you out of the sewers already? No, I found a signal booster. A signal booster underground? The entire OCP communication network runs down here. It looks like the mercenaries were tampering with it. I wonder what they were up to. Whatever they were planning, I am... Nachladen, schnell. In progress. Hand damage sustained! Weg mit euch. Oh, hi. Sehr gut. So, was ist das für ein Räumchen? Gibt's hier irgendetwas? Ja, eine Schulungsdisk. Sehr schön. Die Dinger sind immer sehr gut. OCP Geschützturm. Wow. Okay. Aufpassen ist angesagt. Umschauen und feuern. Okay, das Ding ist hiermit verbunden gewesen. Ich glaube, wir können die Dinger dann jetzt auch hacken oder so, dass die dann auf unserer Seite sind. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh wait. Oder muss ich das noch irgendwo hier freischalten? Mal ganz kurz schauen. Technik. Nee, ich kann die Tür programmieren. Ja, habe ich schon freigeschaltet. Sehr gut. Sehen. Verbessere ich hier mal noch ganz kurz was.
Ja, wir warten mal. Wir warten mal noch mit den Punkten. Bis wir das nächste Mal in der Polizeiwache sind, denke ich. So, erstmal weg mit dir jetzt hier. Sehr schön. So, hi. Zurück. Nachladen. Und das. Oh, da hinten ist ein Turm. Los, wir rennen erstmal hier ein Stückchen nach links. Jawohl. Oh, Alter. Oh, Hilfe. Hier wurden wieder Minen platziert. Die Dinger kann ich ja gar nicht leiden. Granate zurück. Na, wo ist der die geschmissen hat? Der war's. Nimm das. Jetzt einmal hier aufladen. Sehr gut. Bang. Autsch. Los, nehmt das. Sturmgewehr in die Hand. Durchladen und rein in die Ecke. Das war's für die. Was haben die denn jetzt hier alles? Interessant, das ganze Zeug schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal müssen wir uns hier noch kümmern um die letzten Gegner. Oder eher gesagt, die letzten Gegner. Hi. Schauen wir uns mal hier alles an. Ui, ein Container wieder. Und vor allem müssen wir einmal hier hinter in den Raum jetzt nochmal gehen. Weil da war ja so ein Bild von dem einen Bürgermeister. Der ist wohl ein Ziel von denen nämlich. Was haben wir denn hier noch alles drauf? Was haben wir denn hier? Okay. Lewis, I found the computer. What did they need it for? Retrieving and processing data from my evaluations. Where was the data going? OCP's mainframe computer. To access it, you need staff credentials, and they have been using Wendell's. You're saying that OCP has Wendell on their payroll? The old man is the one who signed his contract. That son of a bitch. I knew he was behind all this. Can you send us over that data? I'm uploading it as we speak. I'll make sure Reed sees it ASAP, so we can get you a warrant for the OCP headquarters. I am heading to OCP headquarters now.
Ja, also der ältere Mann steckt wohl hinter all dem. So, wir müssen als nächstes zum OCP-Hauptquartier. Mal sehen, was da dann alles geschehen wird. Ich weiß nicht, davor sollten wir uns lieber vielleicht noch verbessern, mal sehen. Aber auf jeden Fall denke ich auch, dass wir jetzt hier erstmal Schluss machen, Leute. Schaltet dann gerne in der nächsten Folge wieder ein und ja, lasst ein Däumchen da zur Unterstützung. Euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.